Eine neue Stadt, eine neue Freundin. Sarah steigt aus dem Bus und schaut sich in der neuen Stadt um. Sie ist aufgeregt und ein bisschen nervös. Sie ist hier, um an der Universität zu studieren. Alles ist neu. Die hohen Gebäude, die vollen Straßen und die Leute, die schnell Deutsch sprechen. Sarah hat jahrelang Deutsch gelernt, aber jetzt muss sie es jeden Tag benutzen. Das Wetter ist sonnig und warm, aber Sarah hat trotzdem ein flaues Gefühl im Magen. Sie hofft, dass sie alles schaffen kann. Mit ihrem Koffer folgt sie den Wegbeschreibungen auf ihrem Handy. Plötzlich läuft eine Gruppe Kinder an ihr vorbei und ein Junge stößt sie aus Versehen an. Sarah stolpert und ihr Koffer fällt fast um. »Entschuldigung«, sagt der Junge freundlich. Sarah lächelt. »Schon gut. Alles in Ordnung mit dir?« Der Junge nickt und rennt weiter. Nach 10 Minuten geht Sarah durch einen kleinen Park. Die Stadt hat viele grüne Parks und alte Bäume. Sie schaut wieder auf die Karte. Hat sie sich verlaufen? Sie bleibt stehen und schaut sich um. In der Nähe spielt ein Hund neben einer Bank. Auf der Bank sitzt eine Frau mit blondem Haar, liest ein Buch und beobachtet den Hund. Die Frau lächelt. »Hallo, du siehst ein bisschen verloren aus. Kann ich dir helfen?« Sarah lächelt zurück. »Oh ja, bitte, ich suche das City Hostel. Ich habe eine Karte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin.« »Das City Hostel? Du bist ganz in der Nähe«, sagt die Frau. »Ich wohne dort in der Nähe. Komm, ich zeige es dir.« Sarah bedankt sich und geht mit ihr. Sie unterhalten sich unterwegs. Die Frau heißt Maria und studiert auch an der Universität. Maria fragt Sarah nach ihrem Heimatland und ihrem Studium. Sarah fühlt sich wohl. Es ist schön, jemand Nettes kennenzulernen. Wenig später kommen sie am Hostel an. Sarahs Zimmer ist im obersten Stock. Maria hilft ihr, den Koffer hochzutragen. Sarah gibt Maria ihre Nummer. »Wenn du etwas brauchst oder die Stadt sehen willst, ruf mich einfach an«, sagt Maria. Sarah umarmt sie. »Danke für deine Hilfe. Vielleicht kannst du mir mal die Stadt zeigen.« »Gerne«, antwortet Maria. Am Abend sitzt Sarah am Fenster. Die Stadtlichter gehen langsam an. Sie denkt, die Stadt ist groß und fremd, aber es gibt gute Menschen. Ihr erster Tag war aufregend und sie hat schon eine neue Freundin gefunden.